Ja, es ist etwas teurer als der überbetriebliche Mähdresch, aber wir bestimmen den Zeitpunkt, die Verluste und vor allen Dingen die Qualität. Somit sind wir sehr zufrieden mit unserer Entscheidung. Mein Name ist Nikolaus Holzem. Wir befinden uns hier mitten in der Vulkaneifel, ca. 15 Kilometer Entfernung zum Nürburgring. Wir bewirtschaften hier einen Milchviehbetrieb mit 2 Standorten und insgesamt knapp 200 Milchkühen. Wir bewirtschaften 420 Hektar landwirtschaftliche Fläche, wovon ca. ein gutes Drittel Ackerbau ist und der Rest Grünland. Der Ackerbau untergliedert sich in die Kulturen Winterweizen, Wintertritikale, Wintergerste und Sommergerste. Die Außenwirtschaft wird fast komplett in Eigenregie erledigt. Des Weiteren erledigen wir noch Lohnarbeiten mit unseren Maschinen für andere Landwirte in der Umgebung. Als letztes Standbein für den Betrieb ist noch die Heuvermarktung zu nennen. Unsere Böden sind sehr wechselhaft, das heißt also von sehr leicht auf hier diesem Standort bis hin zu schweren Kalk-Lehmböden auf unserem anderen Standort. Unsere schlimmste Ackerfläche hat über 15% Hangneigung. Normalerweise haben wir hier über 800 mm Jahresniederschlag. Jedoch ist die Verteilung des Niederschlags in den letzten Jahren immer schwieriger geworden. Letztes Jahr war ein sehr nasses Jahr und dieses Jahr ist es dafür wieder sehr trocken. Besonders wichtig beim Kauf von Landmaschinen ist uns der Service des Händlers. Wenn es klemmt, muss man einfach weitergeholfen bekommen. Dieses Jahr neu dazugekommen ist der New Holland CX 5.80. Der Grund für die Anschaffung eines eigenen Mähdreschers liegt für uns in der Unabhängigkeit. Die Milchproduktion und Tierhaltung steht bei uns im Vordergrund. Somit muss die Getreideernte dann erledigt werden, wenn es in den Arbeitsalltag passt. Und mit der eigenen Maschine sind wir so einfach am flexibelsten. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Holzem. Ich bewirtschafte zusammen mit meinem Bruder und meiner Familie unseren Betrieb hier in der schönen Vulkaneifel. Kaufentscheidender Grund bei dem Mähdrescher war für mich vor allem, dass die Maschine verlustarm arbeitet. Und zum Zweiten legen wir sehr großen Wert auf die Strohqualität und das war uns bei der Maschine auch ein sehr entscheidender Punkt. Ja, die Verluste überprüfen wir mehrmals täglich, je nach wechselnden Bedingungen. Und wir überprüfen immer im Schwad und unterm Schwad, wie hoch die Verluste sind. Die Verluste waren bei dem Mähdrescher durchweg sehr niedrig und waren auf einem Niveau von ungefähr 0,5%. Wir ernten ungefähr 2000,30 Meter Rundballen Stroh im Jahr. Und deswegen ist uns auch die Strohqualität so wichtig, weil wir sehr viel Vieh auf Stroh laufen haben und dadurch immer ein optimales Einstreu haben wollen. Die Strohqualität dieses Jahr bei der Maschine schätze ich als sehr gut ein. Vor allen Dingen durch das Umstellen von dem Umschlingungswinkel konnten wir auch bei sehr reifem Stroh die Strohqualität sehr positiv beeinflussen. Der Durchsatz der Maschine war überraschend sehr gut. Und vor allen Dingen, wenn es in die Abendstunden unter schwierigen Bedingungen ging, würde ich den Durchsatz als sehr gut bezeichnen. Da waren kaum Annahmegeräusche zu merken. Selbst wenn das Stroh klamm wurde, lief die Maschine sauber durch. Man konnte selbst bis Mitternacht oft fahren. Die Kornqualität ist uns schon sehr wichtig. Gerade weil wir auch einen hohen Anteil an Getreide vermarkten, muss die Kornqualität einfach top sein. Die Kornqualität von der Maschine war durchweg sehr gut. Es war wirklich Körner wie aus dem Bilderbuch, sage ich mal. Selbst die beim Landhändler waren sehr zufrieden und haben direkt gemerkt, dass es ein neuer Mähdrescher ist. Servicemäßig betreut uns für die Firma New Holland die Firma Hoffmann in Gerolstein. Service ist uns gerade im Bereich Erntetechnik sehr wichtig und da sind wir mit der Firma Hoffmann einfach sehr zufrieden und deswegen war das auch ein kaufentscheidender Grund, die Maschine doch zu kaufen. Mein Name ist Andreas Hoffmann von der Hoffmann Landtechnik GmbH aus Gerolstein. Ich führe das Unternehmen in der 2. Generation. Wir sind 25 Mitarbeiter, 11 Monteure plus 4 Auszubildenden. Wir betreuen das Gebiet hier mitten in der Eifel, liegen zwischen Trier und Köln, fahren bis ins Rheinland hoch und südlich halben Weg Koblenz. Von 40 Hektar Betrieben bis 1000 Hektar Betrieben haben wir bei uns alles dabei. Wir betreuen zurzeit in unserem Hausgebiet ca. 23 Mähdrescher. In Summe kommen wir mit unserem Pachtbetrieb Böckmann in Düren auf über 70 Mähdrescher. Die Firma Böckmann in Düren und wir sind ein familiengeführtes Unternehmen und somit
sind wir nah am Kunden. Und das nah am Kunden, denke ich, ist das Wichtigste, diese 24/7 in der Ernte da zu sein, die Ersatzteilverfügbarkeit darzustellen und auch den Service vor Ort leisten zu können. Also das Fazit nach der ersten Saison von dem CX85 ist wirklich sehr beeindruckend und überraschend gut. Die Maschine läuft sehr konstant, auch vom Durchsatz und von der Reinigung her, auch unter wechselnden Bedingungen. Die Strohqualität ist wirklich sehr gut, dass wir keine Beanstandung hatten, gerade durch die Flexibilität. Ja, Kraftstoffverbrauch war ebenfalls sehr positiv. Ja, es ist etwas teurer als der überbetriebliche Mähdrusch, aber wir bestimmen den Zeitpunkt, die Verluste und vor allen Dingen die Qualität. Somit sind wir sehr zufrieden mit unserer Entscheidung.